Was ich vor allen Dingen toll fand, war jetzt, dass ich durch diese Online-Lehre tolle Leute kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Also mein Name ist Jan Radig, ich bin hier seit 2004 an der Universität Kiel angestellt für die Latinistik, aber meine Ausbildung ist die der klassischen Philologie. Ich mache also auch Altgriechisch. In meiner Funktion als Latinist unterrichte ich einerseits Fachstudenten natürlich und andererseits organisiere ich jetzt als Latinumsbeauftragter der CAU auch das Latinum. Ich bin mit dem Rahmen, den man mir steckt, relativ zufrieden, aber manchmal finde ich jetzt auch durch die Digitalisierung, dass es eigentlich sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen erweitert hat und man einfach auch mal neue Methoden ausprobieren kann. Und das fand ich jetzt an der Corona-Zeit im Prinzip das Gute, dass man einfach mal dazu kommt, was Neues zu machen. Also ich kann sagen, dass ich vor der Corona-Krise gar nicht digital aufgestellt war an der Uni. Das zeigt sich schon darin, dass ich alles Equipment neu kaufen musste und ich auch letztlich kein großes Interesse hatte an der Digitalisierung der Lehre. Aber jetzt so eröffnet es einem doch, wo man es muss, finde ich, hätte ich schon früher dran denken sollen. Ich hatte immer die Befürchtung, dass wenn man das macht, sich viele Widerstände regen würden. Einfach weil sich auch viele Rechtsfragen damit verbinden, die die Uni noch gar nicht so für sich geklärt hat. Also wem gehört das, was ich unterrichte? Oder wenn ich jetzt Filme bereitstelle, zählt das als Unterricht? Oder wie viel meiner eigenen Filme darf ich hier im Unterricht bieten? Da werden viele Fragen dann kommen. Oder wer darf mir zuhören? Es ist also jetzt Eigentum der Universität, was ich jetzt bei YouTube reingestellt habe, oder ist das mein Eigentum? Da werden sich einige Fragen stellen. Ich stelle es mir so vor, dass ich als Professor muss ich ja sehr viel Repeat hier machen. Also ich muss immer wieder dieselben Einführungsveranstaltungen geben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sagt, so Einführungsveranstaltungen gibt man hinterher nur noch Online-Vorlesungen und sagt dann hinterher, das nennt man so Blended Learning, also ich gebe euch die Vorlesung, ihr könnt die gucken und wir machen hinterher darüber, wer will, ein Tutorial bei mir, wo Fragen nochmal geklärt werden, die jetzt aktuell gebraucht werden. Jetzt läuft es natürlich so, dass alle immer wieder dieselben Veranstaltungen, ich rede jetzt nicht über individuelle Seminare, sondern über die Sachen, die man wirklich immer wieder braucht. Also das kleine ABC sozusagen des Faches, immer wieder alle wiederholen, deutschlandweit alle immer wiederholen. Und damit ihre Zeit verschwenden, weil man sagen könnte, die Zeit könnte ja viel besser aufgewendet werden, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Studenten individuell betreuen würde an der Stelle. Und in die Richtung könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt mit dieser Art, mit der Digitalisierung hingeht. Ja, ich stehe ja jetzt hier, also am Anfang dessen, was ich jetzt hier mache. Aber natürlich durch mein Leben habe ich jetzt verschiedene Projekte gemacht, die dazu dienen sollen, Bildung zu verbreiten. Also diese Internetzeitschrift, die ich mal gegründet habe, die ja auch jeder frei im Netz einsehen kann, ohne dass er zur Bibliothek laufen muss. Die App, die ich jetzt wieder neu auflegen werde, ist eine lateinische Vokabellern-App. Die habe ich bisher, weil es mit dem Kompagnon entstanden war, verkauft und jetzt werde ich die demnächst auch in den entsprechenden Stores gratis für die Leute bereitstellen. Dann schreibe ich gerade noch ein Buch und auch das werde ich dann hoffentlich als Open Access Version hinterher bereitstellen können. Das ist so meine Perspektive, die ich so für mich hier sehe. Und jetzt eben kommen so Lehrveranstaltungen hinzu und dann eben vielleicht dann kleine Filmchen. Muss man natürlich immer sehen, dass man muss man sehen, wie man das hinkriegt. Natürlich muss man einiges dazulernen, aber man hat ja auch Leute, die einem dann helfen, das dazu zu lernen. Und es ist jetzt nicht schwierig, eine Kamera an einem Computer anzuschalten. Das sind ja nur technische Medien. Jetzt vielleicht, wenn ich Filme mache, dann wird es schwieriger sein, natürlich das schöner zu machen. Aber letztlich fand ich das enorm leicht. Aber man hat es mir natürlich auch leicht gemacht, weil meine Hilfskräfte dann das erstmal eingestellt haben oder ich habe denen gesagt, wir müssen das und das rausfinden. Und dann haben die mir das vorgegeben und dann haben wir das einfach umgesetzt und dann haben die mir ein Skript geschrieben, was ich machen musste. Ich fand das jetzt nicht schwer. Es ist nur, dass man manchmal was neu machen muss. Ich habe jetzt bisher ja erst ein Projekt gemacht und ich war sehr zufrieden, was es anging, dieses Projekt, auch mit dem Feedback. Ich werde im nächsten Semester ein ähnliches Lehrprojekt machen,
wo ich dann die Hälfte öffentlich mache und die Hälfte als Diskussion anbiete. Das wird also wieder ein Kurs sein, der von unseren Studierenden gebraucht wird. Den werde ich anbieten, auch online anbieten, wobei ich immer sage, okay, man darf die ja nicht aufzeichnen, wenn das hinterher in YouTube reingestellt wird, sondern dann sage ich, ich mache eine Dreiviertelstunde, eine Art öffentliche Vorlesung, und eine Dreiviertelstunde können mich die Leute dazu befragen, sodass man ein bisschen diskutieren kann, wer diskutieren will. Das Ganze wird dann Produkt ergeben für Leute, die bei uns was absolvieren müssen hinterher, ist aber dann auch so gedacht, dass die Leute, ja, die breiteren Schichten, die daran Interesse haben, das ist ja immer die Voraussetzung, dass die das auch sehen können. So, das wäre das Projekt für nächstes Semester. Und dann werde ich ab jetzt immer versuchen, diese Veranstaltungen, die ich habe, diese allgemeinen Veranstaltungen aufzuzeichnen, sodass ich dann über die Jahre hin vielleicht so ein Kanon, den ich ja jetzt auch unterrichte, online habe. Und nebenher möchte ich gerne das, worüber wir schon auch gesprochen hatten, dieses Latinums-Projekt machen. Also wo man eine grundständige Sequenz von Latinumseinheiten bereitstellt für Leute, die das Latinum irgendwann mal erwerben müssen oder es für die Studien brauchen. Das werde ich nicht allein machen, sondern da werden dann 1 bis 2 Leute aus meinem Latinumsbereich mitarbeiten. Das Projekt ist auch sehr viel aufwendiger, weil das nicht über die normalen Plattformen, also die Videoconferencing-Plattformen gehen soll, sondern natürlich hier mit kleinen Filmen gemacht werden. Das wird sehr viel aufwendiger werden und wird auch länger dauern, und da werden wir uns auch stärker noch Gedanken machen müssen, weil das viel elementarer ist, wie wir das noch besser skripten können. Das wären so die Projekte, die mir vorschweben. Bisher.